Einmal die Tondatei bitte starten. Aber das ist doch... Jan Potter, selbst die Schwerkraft mag dich nicht. Diese beiden wieder. So sollte es während der Valentinszeit nicht in diesem Hause zugehen. Also wenn es nach mir ginge... Draco Malfoy betrachtete sein Werk und ihm wurde klar, was er da gerade angerichtet hatte. Er erkannte, dass es falsch war, den armen Harry James Potter so zu behandeln. Tiefstes Mitleid ergriff ihn. Der reumütige Cyril hielt dem leidgeprüften Gryffindor helfen seine Hand entgegen. Daraufhin hob Harry den Blick und sah in Dracos platinfarbenen Augen, dass all diese Arroganz nur seine Unsicherheit und Verletzlichkeit überspülen sollte. Er ließ sich nun doch aufhelfen. Das Imperius-Pergament? Aber Sie wissen doch, was man damit alles anstellen kann. Oh ja. Haben Sie getrunken? Ja, aber nur ein Glas Apfelsaft, ein bisschen Portwein und 2 Flaschen Eierlikör. Weiter geht's. Die zwei einstigen Feinde standen voreinander und fühlten eine Verbindung zwischen sich, die weit über ihre Unterschiede hinausging. Zum einen Harry, der aus einfachsten und schwierigsten Verhältnissen kam, zum anderen Draco, aus reichem Hause stammend, vom Leben verwöhnt, war er doch das Gefühl nie losgeworden, etwas Entscheidendes würde in seinem Leben fehlen. Eine Kotztüte. Das ist so gar nicht menschlich. Das soll es auch nicht sein. Dann setzte das logische, rationale Denken der beiden wieder ein. Es war alles wie immer. Doch auch, wenn sie die Gefühle tief in sich zu verschließen versuchten, so wollten sie doch nicht dagegen ankommen. Sie waren wie Feuer und Wasser. Harry fühlte sein Herz schlagen, wild und laut, und es erschien ihm, das ganze Schloss müsse es hören. Sie fühlten, wie ihr wahres Wesen sie anzog. Sie wollten nicht streiten. Nie wieder. Denn es lag in ihrem Blut, dass sie füreinander bestimmt waren. Harry wusste es noch nicht, aber seine Ausstrahlung, sein Charisma, seine unendliche Attraktivität rührte daher, dass er zum Teil Vampir war und zum anderen Elvira. Und außerdem ein Fünftel Einhorn, ein Achtel Fee, 2/7 Hauself, ein Drittel Troll und noch dazu eine ganze Prinzessin. Draco griff nach Harrys Hand, er beugte sich zu ihm und flüsterte ihm zärtlich ins Ohr: Ich bin Batman. Jetzt hab ich aber genug. Und dann kamen sie sich immer näher. Die Leidenschaft brannte in ihm und sie umarmten sich. Und dann... Gab er ihm eine Ohrfeige. einen Kuss. Draco lächelte Harry an und in seinen Augen stand die stumme Frage, ob Harry mit ihm allein sein wollte. Harry lächelte glücklich. Er griff nach Dracos Hand und zog ihn sanft mit sich. Für das frisch erkorene Liebespaar gab es nur einen Weg. Sie gingen... Jeder in sein eigenes Bett. Aber das ist doch kein Ende. Oh doch, das Ende meines Geduldsfadens. Lassen wir den Firlefanz doch endlich bleiben. Sie sind ja völlig betrunken. Ich bringe Sie ins Bett. Kommen Sie. Oh nein, also wenn... Doch, jetzt. Nein, Jetzt kommen Sie. Nein, hier lang. Da ist es abgebildet. Eine gute Idee. Daraus lässt sich etwas machen. Während Minerva, McGonagall und Severus Snape den Gang entlang gingen, kamen sie einander immer näher.